Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Smilla. Und ich bin der Thomas. Und jetzt kommt der Part 2 zu unserem Q&A. Wir starten direkt mit einer Frage vom Jens Glasinger aus der EDC Germany Gruppe. Wird künftig auch mehr auf die Bedürfnisse der Community eingegangen? Zum Beispiel mehr coole 42A-konforme Messer? Auf jeden Fall. Also unser Ziel ist es immer, auf die Community einzugehen. Vielleicht auch da nochmal zur Erklärung, was ist unser Verständnis von Marketing? Marketing heißt für uns marktorientierte Unternehmensführung und das heißt natürlich, wir möchten gern Produkte anbieten, die letztendlich den Bedürfnissen unserer Kunden und natürlich der Community entsprechen. Jetzt ist das mit dem Paragraph 42a so eine Sache, denn wir lesen immer wieder, natürlich aus der Community, es schreien viele Leute, bringt doch mehr Paragraph 42a konform. Die bittere Realität sieht aber so aus, dass wir halt nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern in allen Herren Ländern. Also auch USA ist unser zweitstärkster Absatzmarkt. Und außerhalb Deutschlands interessiert sich keiner für den Paragraph 42a. Und dazu kommt, dass wir selbst in Deutschland, wenn wir zwei vergleichbare Modelle haben, dass wir die Einhandmesser besser verkaufen als die Paragraph 42a konform. Wir werden da sicherlich was machen, gerade weil wir die moderneren Neuheiten aus der Eigenfertigung waren tatsächlich eher Einhandmesser. Klar, wir haben noch ein paar Fix, die auf jeden Fall Paragraph 42a konform sind, aber ich denke schon, auch da in die Richtung werden wir noch mal was nachlegen. Wobei, wenn ich mich erinnere, Pocket Check, letztes Mal, als wir hier zusammen waren, hast du das Coffin Denim Mikata am Start gehabt. Ja. Und das ist zum Beispiel ja ein Paragraph 42a konformes Taschenmesser mit Magna Cut, also super Materialien, super Preis, made in Solingen. Von daher, ja, haben wir teilweise schon im Programm. Gut, dass du mich jetzt auch auf den Pocket Check gebracht hast. Ich werde auch noch mal darauf zurückkommen, was denn nämlich deine persönlichen Präferenzen wären. Was hast du uns heute mitgebracht? Ja, bei mir langweilig, weil es ist echt schon mein EDC seit langer Zeit. Es ist das Canoe von Böker Plus. Joe Magnifiaco ist der Designer. Also ein Titan Frame Lock. Blau ist meine Lieblingsfarbe, stehe ich total drauf, trage ich schon lang. Es ist leider ein neues Modell. Mein langjähriges EDC als Prototyp noch mit der 000er Seriennummer ist leider auf tragische Weise letztens abhanden gekommen. Was hast du denn? Möchtest du die Geschichte erzählen? Nee, ersparen wir der Community. Was hast du denn heute dabei? Ich habe heute das Cataclysm Flip Joint mit Damaskklinge dabei. Wunderschöner EDC-Begleiter. Und mein Neckknife habe ich noch dabei. Das Leek. Das Leek, klein aber handlich und immer am Immer Start. dabei, ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt auf die Fragen, die ihr uns zugeschickt habt oder auf die weiteren Fragen. Was haben wir da? Gerne. Frank von Instagram fragt uns, warum wir denn noch 440a bzw. D2 Stahl verarbeiten. Ja, gute Frage. Auch das ist eine Frage, die uns häufig begegnet, dass die Community stöhnt schon, wenn wir eine Neuheit aus D2 platzieren. Ich kann es ein Stück weit verstehen und auch wir versuchen eine Varianz im Portfolio sicherzustellen, aber die Stähle haben eine Daseinsberechtigung. Wir haben nicht nur Folder für über 100 Euro, es gibt nicht nur die Nachfrage nach Foldern für über 100 Euro, sondern auch wirklich viele Leute aus der Community, die ihre Messer wirklich täglich für alle anfallenden Schneidarbeiten verwenden und auch preissensitiv sind. Und gerade in der Magnum Range greifen wir ja verstärkt auf 440a zurück und so im, ich würde sagen, unteren Preissegment bei Böker Plus. Ich würde sagen, vielleicht so bis zwischen 50 und 80 Euro. Und da ist der D2 vom Preis-Leistungs-Verhältnis fast unschlagbar. Es gibt noch ein paar Alternativen, aber D2 performt da schon richtig gut. Ja, wie gesagt, Varianz, ja, wollen wir auch unterbringen, aber nicht um jeden Preis. Okay. Uns hat noch eine Frage aus der EDC Germany Facebook-Gruppe erreicht, nämlich ob wir in Zukunft noch unterschiedliche Modelle für den deutschen als auch den österreichischen Markt geplant haben. Vor allem die wahrscheinlich Slip-Joint-Anpassung. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Frage nicht so ganz verstanden, denn wir wissen ja, die Waffengesetze in Österreich sind eigentlich ein bisschen schwächer als die deutschen. Das heißt, die Österreicher können sich glücklich schätzen und dürfen auch OTFs besitzen und ich glaube sogar führen. Deshalb habe ich nicht ganz verstanden, worauf hier der Flo hinaus wollte. Ich verstehe es so, dass er fragt, ob wir Slipjoints oder Zweihandmesser mit einer Umrüstung auch als Einhandmesser möglich machen können. Da muss ich sagen, haben wir nichts geplant. Ich weiß aber, es gibt
sowas in der Szene. Ich habe so einen Teil auch bei mir im Büro gehabt. Es ist der One Arm Bandit als Knife Opener. Können wir auch nochmal verlinken, wenn wir es denn finden. Das ist eigentlich genau das. Das heißt, du kannst auch ein Zweihandmesser einen kleinen Thumbstud montieren mit einer kleinen Madenschraube und damit aus den meisten Zweihandmessern auch ein Einhandmesser machen. Flo, ich hoffe, das war das, was dich interessierte. Ich habe es mal so verstanden. Jetzt mal weg von den Waren, die Artikel, mit denen wir uns tagtäglich befassen. Haben wir intern denn aktuell Projekte, an denen wir arbeiten? Klar, sehr viele sogar. Sowohl in der Verwaltung, würde ich sagen, als auch in der Produktion. Wir sind, auch wenn ihr es jetzt gerade nicht sehen könnt, dabei, unsere Produktion wirklich extrem umzubauen, verlagern ein paar Abteilungen. Also wir verschieben ein paar Abteilungen, so muss man sagen. Wir verlagern die nicht, die bleiben alle in-house. Wir haben nämlich kräftig in die Produktion investiert, neue Fräsmaschine zum Beispiel. Wir haben aber auch viele Projekte neben der Fertigung. Zum Beispiel arbeiten wir an der Einführung von einem neuen Shop-System. Wir setzen aktuell noch einen Shopware 5 Shop ein, der muss bald abgelöst werden. Da kann sich auch die Community schon mal darauf freuen, dass da auf jeden Fall was richtig Heißes kommt, auch immer noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber klar, auch bei dir in der Abteilung, jetzt im Customer Service, wir versuchen Prozesse zu automatisieren. Also ist viel im Gang, viel im Fluss. Okay, Thomas, wir sind jetzt schon wieder fast am Ende unseres Videos angekommen. Was kannst du uns denn aus dem Nähkästchen erzählen? Polizei, SEK, was hat Böker da mal erlebt? Gibt es irgendwas Spannendes? Würde ich sagen, lange Zeit nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass vor nicht allzu langer Zeit mal die Kollegen von der Kriminalpolizei vor der Tür standen, auch mit einer offiziellen Hausdurchsuchung. Wir haben da, ich würde sagen, wir haben nichts falsch gemacht, sondern wir haben ja auch Ausnahmegenehmigungen, um zum Beispiel die in Deutschland verbotenen Gegenstände zu handeln. Das heißt, wir dürfen OTFs, wir dürfen echte Balisons nach USA verkaufen oder auch nach Österreich, wie eben schon angesprochen. Aber da ging es ganz speziell um die Assisted Opener und Klingenlänge über 8,5 cm, wo es ja klar eine Regelung im Waffengesetz gibt, oder eigentlich gibt es einen Feststellungsbescheid, dass diese nicht wie Automatikmesser zu behandeln sind. Aber da, ich will nicht sagen, gab es eine Missinterpretation. Wir hatten da aber schon vor Jahren darauf reagiert, die Assisted Opener mit über 8,5 cm Klingenlänge komplett aus dem Sortiment entfernt bzw. in diesen Exportbereich verlagert. Das heißt, wir haben da einen Riesentresor, in dem diese Produkte, die wir nicht in Deutschland handeln dürfen, aufbewahrt. Dementsprechend verlief die Durchsuchung ergebnislos, aber ja, tatsächlich war es spannend, als die Kripo vor der Tür stand mit einem Durchsuchungsbeschluss. Haben sie aber auch echt fair und korrekt vollstreckt. Also die sind jetzt nicht mit 20 Mann hier rein und haben alles auf links gedreht. Sehr schön. Man konnte sich danach noch in die Augen gucken. Ja, definitiv. Ich glaube, dann kommen wir schon zum Schluss. Letzte Frage. Was dürfen wir... Chris Themann fragt, auch wieder aus der EDC Facebook Germany Gruppe. Ja. Was dürfen wir zukünftig alles von eurem Kanal erwarten und wo setzt ihr inhaltlich die Schwerpunkte? Ja. Okay, klar, wir sind jetzt schon mittendrin in einem Video und es ist auch nicht das erste, was wir veröffentlichen. Deswegen, Chris, vielleicht hast du mittlerweile schon ein Gefühl, worauf wir hier hinaus wollen. Grundsätzlich, wir möchten ein paar Insights zeigen, einfach mal einen Blick hinter die Kulissen, mal einen Blick in unsere Räumlichkeiten. Klar, wir wollen Produkte vorstellen, Produkte anteasern, Mitarbeiter vorstellen, Projekte und einfach mal vielleicht auch der Szene ein paar Gesichter zeigen. Und haben zukünftig für euch sicherlich auch mal das ein oder andere Gewinnspiel. Gewinnspiel ist vielleicht ein gutes Stichwort. Bei unserem letzten Video hattest du beim Pocket Check das Böker Coffin Mikata dabei. Genau. Und das würde ich sagen, verlosen wir diesmal unter allen Kommentierenden. Deswegen nicht vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Genau, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.